Der Zahnarzt hat auch nicht immer eine Wurzelbehandlung schon gehabt und macht die trotzdem. Es kommt auf jeden Fall immer wieder zur Situation, wo es einfach wirklich, wirklich laut wird. Natürlich muss man es aushalten können, dass es viel mit Körperflüssigkeiten zu tun hat. Naja, man wird jetzt nicht direkt danach gefragt im Vorstellungsgespräch. Die haben auch manchmal einen ordentlichen Ton drauf. Ansonsten sind wir eigentlich eine ziemlich große Frauengemeinschaft. Würde ich so sagen, ja. Hallo, ich bin Jella, ich studiere Hebammenkunde im 4. Fachsemester. Hi, ich bin Johanna, ich bin 22 Jahre alt und ich studiere Hebammenkunde im 6. Semester. Ich heiße Annabelle und ich studiere im 4. Semester Hebammenkunde. Hi, ich bin Tabea, ich studiere Hebammenkunde im 2. Semester. Hallo, ich bin Hanna, ich studiere Hebammenkunde im 4. Fachsemester. Ich bin Thekla und ich studiere Hebammenkunde im 6. Semester. Hallo, ich bin Lilia und ich studiere jetzt im 4. Fachsemester Hebammenkunde. Hast du dich für den Studiengang entschieden, weil du Babys so süß findest? Nee. Nee. Das werde ich tatsächlich oft gefragt. Ich würde sagen, nein. Ich habe mich für den Studiengang entschieden, weil ich Frauen so toll finde. Ich habe Praktikas vor dem Studium gemacht und da habe ich schnell gemerkt, dass das eigentlich der geringste Teil leider von diesem wunderschönen Beruf ist. Bei uns ist tatsächlich eher die Frau im Vordergrund und ich finde es total toll, die Frauen zu unterstützen, während der Schwangerschaft, bei Beschwerden zu helfen, unter der Geburt für sie da zu sein. Und dass man da Teil von was ganz, ganz Großem sein darf. Warum ist Hebammenkunde jetzt ein Studium und keine Ausbildung mehr? Weil die Anforderungen an Hebammen sich deutlich weiterentwickelt haben. Von uns werden viel, viel mehr Kompetenzen erwartet als noch vor vielen Jahren. Weil es ganz wichtig ist, dass die Forschung weiterhin betrieben wird, weil es auf dem Gebiet noch sehr wenig Forschung gibt. Das hat sich so entwickelt, dass es in Europa schon überall eigentlich ein Studium war. Deutschland war da ein bisschen im Verzug. Und damit man irgendwie auch als Hebamme aus dieser Klischee-Rolle rauskommt, dass man halt irgendwie so ein bisschen Hokuspokus macht, sondern dass das wirklich evidenzbasiertes Wissen ist, was wir da praktizieren. War auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, das zu machen, weil man einfach dadurch mehr Anerkennung bekommt finanziell, aber auch die Möglichkeit quasi hat, überall im Ausland dann auch arbeiten zu können mit diesem Abschluss. Was genau lernt ihr denn im Studium? Alles Mögliche, von der Betreuung in der Schwangerschaft bis zur Geburt und Wochenbett. Als Hebamme ist es mein Job quasi, die Physiologie zu begleiten, also das, was gesund und das, was normal ist. Und in dem Moment, wo aber irgendwas von der Norm abweicht, übergeben wir quasi die Handlung an die Ärzte. Aber das zu erkennen, das ist unsere Aufgabe und das ist ein ganz, ganz großer Part im Studium. Wir haben aber auch ganz viel Psychosomatisches zu Gesprächstechniken. Familienkonstellationen, Beratungsthemen sind auch Ernährung. Und später lernen wir auch noch ganz viel über Kinderheilkunde. Wir sind auch Ansprechpartner, zum Beispiel, wenn mal eine Fehlgeburt ist. Und auch, was man später braucht, wenn man freiberuflich ist. Oder. Also wir lernen ganz viel unterschiedliche Dinge. Sind Einfühlungsvermögen und Geduld eigentlich Zulassungsvoraussetzungen, um Hebammenkunde studieren zu dürfen? Naja, man wird jetzt nicht direkt danach gefragt im Vorstellungsgespräch. Aber ich denke, es schadet nicht, mit diesen Eigenschaften ins Studium zu starten. Einfach, weil man auf so viele Menschen trifft und in Situationen kommt, die man vielleicht selber noch nicht erlebt hat. Das ist aber auch was dann, sobald man im Kreissaal ist und im Krankenhaus, was man sowieso dann irgendwie lernen muss und einfach mit der Zeit kommt. Als Hebamme muss man lärmresistent sein, oder? Oft ja, aber es gibt auch Geburten, da machen die Frauen das ganz leise und mit sich aus. Also das ist nicht immer gesagt, aber später natürlich die Kinder, die haben auch manchmal einen ordentlichen Ton drauf. Ja, würde ich so sagen, ja. Man ist dann selber so mit im Trubel drin, dass man das dann manchmal gar nicht mehr hört. Aber es sind auch ruhige Situationen, wo man Ruhe aushalten können muss. Warst du eigentlich schon bei einer Geburt dabei? Ja, nicht nur bei einem, sondern bei relativ vielen schon. Sowohl bei natürlichen Geburten, also den vaginalen Geburten, als auch bei Kaiserschnitten. Also man startet wirklich direkt los. Man hat auch vor dem Studium oft schon Praktikas gemacht. Da hat man auch manchmal schon die Möglichkeit, Geburten mitzusehen. Und ja, wir sind da
sehr nah mit dran und schauen uns das erstmal an. Und mit fortschreitenden Semester dürfen wir die Geburten unter Anleitung natürlich auch selber leiten und selber sehr viel entscheiden. Und am Ende des Studiums auch die Geburten quasi selbstständig betreuen. Und wie war das für dich? Ja, es ist ein sehr mächtiges Ereignis. Natürlich muss man es aushalten können, dass es viel mit Körperflüssigkeiten zu tun hat. Es ist auf jeden Fall sehr Adrenalin geladen, würde ich sagen. Es ist natürlich immer aufregend. Jede Geburt bringt irgendwie Besonderheiten mit sich und man muss sich immer in ganz individuelle Situationen und natürlich auch Menschen hineinversetzen. Es ist jedes Mal wieder ergreifend. Klar kommt irgendwann so ein bisschen die Routine, was drumherum passiert, aber so dieser Moment, wenn dann das Baby bei der Mama auf der Brust landet, ist einfach immer wieder schön. Bei mir war es so, dass ich total fasziniert war, wozu Frauen eigentlich in der Lage sind und was für eine Kraft die haben. Sehr emotional. Man ist natürlich auch sehr fokussiert auf die Sachen, die man machen soll oder darf. Und bei meiner allerersten Geburt habe ich geweint. Das ist ein total magischer Moment und es ist mega schön und ja, ich kann das nur jedem empfehlen. Muss man eigentlich selbst ein Kind haben, um eine gute Hebamme zu sein? Ich denke nicht. Ich kenne viele Hebammen, die auch schon sehr lange im Beruf sind, die keine Kinder haben und die Frauen trotzdem richtig, richtig gut betreuen. Der Zahnarzt hat auch nicht immer eine Wurzelbehandlung schon gehabt und macht die trotzdem gut. Und genauso ist es bei uns im Beruf. Es kann ein Vorteil sein, wenn man schon Kinder zur Welt gebracht hat und aus seinen eigenen Erfahrungswerten schöpfen kann als Hebamme. Ich glaube aber auch, wenn man Kinder zur Welt gebracht hat und die Schwangerschaft, die Geburt oder das Wochenbett vielleicht nicht so gut verlaufen ist, dass das schon auch die Arbeit als Hebamme beeinflussen kann im negativen Sinne. Ich kann mir aber vorstellen, dass es tatsächlich auch was bringt, um so diese Schmerzen zu verstehen, wie sich das so anfühlt, wenn sich so ein Kind durch das Becken dreht oder auch in der Schwangerschaft, wie sich so die Tritte des Kindes anfühlen. Was sind denn deiner Meinung nach die besten Babynamen? Oh Gott. Oh, viele. Also ich finde, gerade ist eigentlich eine ganz schöne Phase, was Babynamen angeht. Also es ist ganz viel so Frieda, Clea, Lotta. Also es gibt sehr viele sehr schöne Babynamen. Und ich bin tatsächlich ein Fan eher so von den klassischeren Namen. Die besten Babynamen sind meiner Meinung nach die klassischen Babynamen, weil ich schon sehr viele, sehr ausgefallene Namen gehört habe. Es ist eigentlich immer wieder schön, wie viele Namen einem so über den Weg laufen, auch so als Ideen für eigene Kinder später mal. Es gibt keine besten Babynamen, sonst würde man ja sagen, dass es gute Namen und schlechte Namen gibt und die gibt es nicht. Bei Mädchen finde ich alles mit T schön und ich würde mich auch sehr freuen, wenn jemand sein Kind mal Thekla nennt. Im Endeffekt ist der beste Babyname der den Eltern gefällt, würde ich sagen. Die Geburtsstunde der Sitzgelegenheit liegt jetzt schon über 4 Jahre zurück. Damals waren wir auch hier am Uniklinikum und haben mit Medizinstudierenden gedreht. Dieses Video findet ihr in der Endcut, genauso wie die letzte Folge des Formats mit HistorikerInnen der TU Dresden.